Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Remy, habt richtig gehört, hier ist Remy und seid hier auf dem krassesten Rundum-Music-Kanal auf ganz YouTube. Mit meinem Spezialgast wieder einmal die wunderbare und wunderhübsche Dana Rolle. Sag Hallo. Hallo. Wunderbar. Hi. Hallo, hallo, hi. Ihr habt es euch so oft, so viel, unfassbar viel, wo schalte ich denn jetzt hin? Dahin? Nee, das ist das Falsche. Da schalte ich hin. Gewünscht, den Song, den absoluten Supersong, den wahnsinnigen, sag du mal den Titel vom Song. Victory Song. Sorry, ich wollte gerade schon wieder Myro sagen, weil ich Stray Kids die ganze Zeit mit Myro verbinde. Aber den haben wir ja schon gemacht. Wir machen jetzt den Victory Song, weil der so oft nachgefragt wurde und ich jetzt selber so heiß drauf geworden bin, ihn endlich zu hören, dass ich Rahim davon abhalten musste, irgendeine andere Group oder Performer zu machen. Ich wollte unbedingt Stray Kids nochmal hören. Stray Kids! Ich sag zwar immer, wir versuchen erst so viel verschiedene Groups wie möglich zu machen, aber ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Der musste sein. Wieso stinkt der denn so? Dein Bauch ist ganz schön voll, er hat gerade erst gegessen wahrscheinlich. Aber der hat auch gerade erst Pupi gemacht. Deswegen stinkt er so. Nee. Hast ihn Aber sauber wieso gemacht. ist der noch so voll? Weiß nicht, er hat nicht fertig Pupi gemacht. Hast du nicht so viel Pupi gemacht? So, das ist Butch, falls ihr nicht kennt, das ist hier der Büro- und Studio-Mops und hat heute Urheberrecht. Bei ihm ist schon 23:11 Uhr. Ich halte ihn übrigens extra nicht hier oben, weil er zu viel Geräusche macht. Kleine Side-Note. So, ich wollte eigentlich schnell hier anfangen. Gott, oh Gott. Okay, go. Immer dieses Schein. Echt? Warum eigentlich? Geil. Schönen Alarmsound. Oh, ich wollte es doch sagen. Den Alarmsound? Diesmal habe ich ihn gehört. Also. Das ist so ein das ist ein Vocal-Ding, das muss ich nicht sagen, oder? Stell mir mal Fragen, wenn du das Gefühl hast, du weißt was nicht. Okay. Am besten, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich sage zu viel, was eigentlich klar ist. Okay. Stray Kids, listen to this, Ginger girl. On the beat, Das ist wieder so ein Beep, bitte, beep, 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 bitte, beep. Ich komme gerade überhaupt nicht in den Song klar. Und so ein tiefer Subbass. Ich habe gerade auf nichts geachtet, weil das unfassbar explosiv gerade hier in meine Fresse gesprungen ist. Ja, Wahnsinn, Alter, richtig geil. Mann, ich habe so versucht, auf Details zu achten, die du mir erklären kannst. Und du hast sie nicht mal gehört. Ja, weil ich gerade so erstaunt war von dem Sound. Das ist ja Wahnsinn, so das ist ja ging's mega mir bisher geil. jedes Mal. Oh, okay. listen to this, Ginger girl. Du sollst mich fragen. Du sollst nicht das analysieren, sondern mich fragen, wenn dir was auffällt. Was Ja, mit diesem Beep, 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 Ja, Beep. was wolltest Spielt du das wissen? die Melodie? Oder? Ja, hat hier so die Liedrolle so ein bisschen, also die Hauptrolle. Hauptrolle in diesem Part gerade, also ja, spielt im Endeffekt tatsächlich die Melodie, ist ein bisschen, ja, nicht einfallsreich, aber dafür eben umso eingängiger. Das Ding ist, man darf das aber auch nicht so hier sehen, weil es ein Dance-Part ist. Also offensichtlich soll man hier abgehen. Geil. Fetter Sound, ey. On the beat, Listen to this, Ginger girl. Oh, das hat gerade ganz schön gebrannt in meinen Ohren. Das bei dir Sehr auch? scharf, ne? Ja. Dachte ich am Anfang schon. Ich hatte jetzt lauter gemacht, vielleicht deswegen. Ist das Felix? Was ist dieser Bass? Ist das Felix? Das war doch bei dem Miro-Song, der auch so eine tiefe Stimme hatte. Ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich glaube, es ist Felix. Felix, heißt er? Ja, auf jeden Fall richtig heftige. Wie kann man so eine tiefe Stimme haben und dabei noch so süß aussehen? Also so Der nett. kann doch nicht so eine Stimme haben. Leute, jetzt mal ohne Mist. Der hat. Ja, Kannst du immer so reden? ja, kann ich machen. Cool. Gar kein Problem. Oh, das klingt voll cool. Klingt echt cool durch die Kopfhörer. Wahnsinn, ich Wie sollte machst du immer so. das? Ich will auch. Das,
Also ohne Üben und warm machen kann ich das aber nicht so lange. Das geht einfach aus wie Stimmbänder. Ja, man kann seine Stimme schon so verstellen, das geht, aber das klingt jetzt nicht unbedingt so, als ob der das so krass verstellen würde, ehrlich gesagt. Yeah. Roll the dice on the time. 순간마 도와라. Roll the dice 던져놔. Yeah. 승전가 all the time. Dieser 믿어라. Bass. 도와라. 승전가가. Ja, ist halt schon sehr tief. Aber dieser Bass auch im Beat. Achso, ja, der ist mega, der ist richtig geil. Ja, achso, ich dachte mal, die Stimme. In der Stimme kann man auch Bass Du haben. bist gerade richtig nur noch auf die Stimme fixiert. Was mit dem Rest? 승자여 얼굴에는 미소시 누구나 같은 누구도 나와겠다 옵사로기에 너무 향기로운 꽃길 꽃향기에 취해 Was? In dem. Ich bin total überfordert, Alter. Leute, So habe sorry. ich dich noch nie gesehen. Ja, keine Ahnung, was gerade los ist. Es muss am Song liegen, weil. Sammel dich kurz. Ja, ich muss nur immer dran denken, das ist ja alles umgeschnitten und so weiter. Ich versuche das Tempo noch zu halten. Es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Aber Wahnsinn! Dieses. Weißt du, das ist ja auch mega krass. Was? 누구나 같은 누구도 나와겠다 옵사로 Und das hören wir ganz rechts und links. Das ist sicherlich eine Stimme, die hier moduliert und bearbeitet haben. 승자여 얼굴에는 미소시 Oha, das habe ich nicht gehört. Ja, deswegen bin ich ja gerade so aus dem Stuhl fast gefallen, weil wir haben harmonisch, haben wir sonst 같은 누구도 나와겠다 옵사로기에 너무 hier kein anderes Instrument. Also da spielt kein Instrument, da ist nur dieses Stimmensoundmäßige, aber voll durchprozessierte, aber geil, Alter. Was machst du da? Was soll das denn sein? Ja, die haben wahrscheinlich auch vom Mikro gestanden und blablabla. Ganz ehrlich, ich habe tatsächlich schon mal Songs produziert, wo ich so Dinge gemacht habe, extra. Und das dann hinterher so bearbeitet, Ja. dass es so richtig krass klingt. Ja, weil es hat immer etwas, wenn man so eine menschliche Komponente in einen Song reinbringt, werden die Dinge einfach immer lebendiger. Ja, so wie Timbaland damals zum Beispiel auch immer Beatbox gerne reingemacht hat, irgendwie auf eine Art und Weise, Beatbox-Sound oder irgendwie, zumindest mit dem Mund irgendwas oder eben mit der Stimme, das sogar Babyschreie oder irgendwie so. Irgend so eine menschliche Komponente. Stimmt, dieses Babylachen immer, ne? Genau. Wie in dem Alia-Song. Genau. Das war übrigens, habe ich in irgendeinem Interview gesehen, war das ein Sample angeblich oder er hat zumindest nicht gesagt, von wem das Kind war. Genau, es war ein Sample, ja. Ja, in so eine menschliche Komponente bringt das Ganze, jetzt fliegen die Butschhaare rum, immer auf das nächste Level, so dass es einfach den Zuhörer auch nochmal erreicht. So eine menschliche Komponente ist mal ganz wichtig, deswegen arbeiten auch viele sehr gerne mit Stimmen. Kanye West zum Beispiel auch sehr, sehr viel. Der hält sehr viel von Stimmen, die Stimme auch als Instrument zu benutzen. Aber hier ist es ja auch in einer anderen. Ich fand aber halt Miro auch schon, oder Miro? Ich sage immer Myro. Fand ich halt aber auch schon das war einfach. Das war geil. Auch Weil mit das halt so diesem frisch und aber so ein bisschen Löwen- aggressiv im Sound, aber so cool und so. Wir haben jetzt nicht mal eine Minute gehört, ich bin schon hin und weg, Alter. Krass. Yeah. 승전가 all the time. 믿어라. 도와라. 승전가가 들려. Jetzt haben wir es schon zum 5. Mal gehört. 승자여 얼굴에는 미소시 누구나 같은 누구도 나와겠다 옵사로기에 너무 향기로운 꽃길 꽃향기에 취해 마치 더 높은 곳을 향해 존재 자체가 반티 절대 멈출 리 없어 Siehst du, und das ist halt der Unterschied. Wenn du dann vorher in dem Part nichts super Harmonisches reinsetzt, ja, super Trick in der Produktion, und dann kannst du nämlich im nächsten Part dann so schön liegende Akkorde reinsetzen, die das Ganze dann bist du sofort so, schön als Zuhörer, oder nicht? Ja, es zieht dich halt so direkt mit und Ja. bist so, Und Du hast- gerade so diese Abwechslung, dass man von ruhig. Du hast ja auch einen kleinen Riser hier drin. Du hast heute sehr schlechtes Urheberrecht, muss man sagen. Du nimmst davon nicht gut Gebrauch. Da ist so ein ganz kleiner Riser auch drin, der das wirklich so ganz kurz einleitet, wie immer, ja. Aber dann eben dieses super harmonische. 더 높은 곳을 향해 존재 자체가 반티 절대 멈출 리 없어 다 던져 악어 Auch ganz wichtig, man muss in so einem Part, unterschätzt das nicht, diese Soundeffekte. Da muss so etwas noch reinkommen, das ist so ein bisschen Beckensoundmäßig nachempfunden, ist aber halt ein White Noise, ja, der berühmte, ist halt wirklich ein White Noise, auch wenn manche Leute nicht wissen, wie man so etwas richtig benutzt und damit umgeht. Ist er hier eingesetzt auf die 1, damit das diesen Part einleitet und klingt langsam aus, damit wir als Zuhörer nicht das Gefühl haben, wo bin ich denn jetzt hier auf einmal gelandet? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das ist so richtig, nur wegen solchen Sounds. Ist gerade ein Abonnent gegangen, deswegen glaube ich. Nein, da kam auf einer, Instagram. den habe ich gestreift. Nee, auf Instagram ist Mit gerade einer. Instagram habe ich nichts zu tun. Toll, aber ich. Warte mal, ich habe zu viel gequatscht. Ich muss den Part nochmal hören. Sorry, Leute, sorry. Schön. Claps, ne? Ich habe Untertitel. Listen to this, 승전. Boah, ich muss unterbrechen, einfach nur wegen Content ID. Ich wollte es gerade weiterhören, aber fett, Alter. Boah. Ne, wir haben auch wieder diese Vocal Shots drin, oder ja, hier ist es wirklich ein Scream, dieses ich kann gerade nicht so. Aber, ne, diese hohen Schreie, aber dieses was hier halt diesen Lead-Sound ist ganz klar ein Synthesizer, aber so angelehnt an so ein, ja, ich sag mal vorsichtig, vielleicht so ein bläsermäßiger Sound, aber halt sehr synthetisch. Und dieser Bass, ey, Subbass. Der Bass ist heftig, ne? Ja, und bei so einem Subbass ist das Schwierige immer, ich habe Angst, Butch platt zu rollen, da ist das Schwierige immer, habe ich ihn erwischt? Ja, nicht so schlimm. Da ist das Schwierige immer beim Subbass, das vor allen Dingen im Mix durchzusetzen, weil der halt unten so viel Platz wegnimmt. Aber, deswegen habe ich nämlich auch letztens beim Shindy-Song, wo ich so viel Hate für bekommen habe, da muss man schon drauf achten, dass in dem Subbass und auch auf der Kick, ja, wenn wir gerade, nicht jeder hat irgendwie so eine super krasse Anlage oder die besten Kopfhörer, so wie wir gerade auf dem Kopf, gerade auf dem Handy oder auf dem Laptop hört man so einen Subbass eigentlich nicht, ja. Also ich glaube, manchmal, man kann den schon hören, aber viele nehmen den Unterschied nicht wahr, wenn du den wirklich so spürend hörst und der wirklich präsent tatsächlich da ist. Es ist ganz anders. Ja, wir spüren können wir ihn ja jetzt auch nicht, weil wir hören ja nur. Ja, aber das sage ich ja, spürend hören. Folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Folgendes, wenn man so einen Subbass hat oder eben eine Kick, dann bringt das nichts in einem Mix oder einem Master, einfach die Kick lauter zu ziehen. Ja, weil im Gesamten, du hast vielleicht die Kick, wenn du sie alleine hörst, ist sie vielleicht dann einfach lauter, ja. Aber wenn du den Rest dann alles anmachst, dann klatscht das auf einmal. Also dann hast du da die Kick halt nicht mehr. Die hörst du kaum noch im ganzen Mix. Weil das im Gesamtkonzept dann untergeht, weil sich Frequenzen da überschneiden. Und man musste halt gewisse Mixing- und Mastering-Techniken anwenden oder in der Produktion schon, so wie ich das mache, dass das dann eben nicht passiert. Denn und einer dieser Griff davon ist eben, dass du bei einer Kick den Anteil, den man hört, erhöhen musst. Und der ist interessanterweise nicht da unten, wo er eigentlich hauptsächlich stattfindet. Vielleicht dann, je nachdem, was für eine Kick, so bei 90 Hertz oder so. Ungefähr, kann man jetzt mal sagen, 90 oder 100 Hertz, irgendwie sowas. Sondern man mischt einen Anteil dazu in den Obertönen davon, ja, in der Harmonie, denn jeder untere Klang hat auch oben einen Klang oder kann oben einen Klang haben und den kann man halt künstlich dazusetzen, mit gewissen Handgriffen, sage ich mal, oder Plug-in-Griffen und setzt einfach nur einen Teil davon in der Harmonie oder in den Obertönen an, in der Frequenz, den das menschliche Ohr auf einem Smartphone oder einem Laptop eher hört, weil die Speaker das eher wiedergeben können. Und dann, weil wir den höheren Anteil nämlich plötzlich hören von dieser Kick, die unten spielen, hören wir plötzlich Butch. Weil wir diesen höheren Anteil hören in der Kick, achten wir viel mehr drauf, dass da ja etwas ist, was spielt, was da immer diesen Schlag-Sound macht, diesen dumpfen, tiefen Kick-Sound. Hören die das wieder hier? Hechelt gerade. Und dann wird es uns erst bewusst.
Und weil es uns bewusst wird, so wie wenn ich euch hinweise auf einen Sound, den ihr gerade vielleicht verpasst habt und ihr dann aber wisst, da ist ja was, dann hört ihr den auf einmal beim nächsten Mal hören des Songs. Und so ist es dann beim Mischen und beim Mastern auch. Und hier bei diesen Subas, der ist sehr tief, ja, der hat aber auch eine sehr schöne Harmonie, also einen oberen Anteil in den Obertönen, den die halt wahnsinnig geil hier reingemischt haben und dazu funktioniert er sehr gut mit der Kick. Also man hört trotzdem die Kick sehr gut noch raus, weil das Problem ist vor allen Dingen immer zwischen einem Subbass, beziehungsweise Bass, Subbass und der Kick. Ja, weil die Kick sich nicht, weil die auf denselben Frequenzen spielen und man das nicht hört. Puh, jetzt habe ich 10 Minuten allein nur dafür geredet. Sorry Leute, aber ihr habt einiges gelernt heute. Geil. Aufgefallen. Jetzt höre ich auch bei diesem dieses piepsige Synthesizer-Instrument, was du gerade beschrieben hast, dass es sowas wie ein so ein Bläserinstrument ist. Weiß ich gerade, was du meintest, weil es wie so ein Saxophon gerade ein bisschen. Ja, halt also ich habe gerade erst musste ich irgendwie instant an ein Saxophon denken, obwohl es ja wirklich so ein Synthesizer-Sound ist. Es kann sein, dass es gibt natürlich auch synthetische Blasinstrument-Sounds, die gibt es ja auch. Die kann man dann, sich dann eben so modulieren und eben Sound designen, dass die dann nicht mehr ganz so organisch klingen, sondern wirklich sehr synthetisch. Und hier ist es so, wie es sich auch durchsetzt im Klang, das ist ganz klar was Synthetisches, aber halt geil, ja. Also habe ich jetzt. Ich habe das jetzt nur gerade erst richtig rausgehört, wo du es vorhin gesagt hast. Jetzt habe ich es gerade erst richtig gehört. Ja. Und der Unterschied ist eben auch, dass man merkt, dass sie halt jetzt nicht irgendeinen Sound out of the box nehmen sozusagen oder so einen Stock-Sound, einen fertigen Standard-Sound, den man halt mit Plugins manchmal auch oder sehr oft hat man halt auch Standard-Sounds, die man bekommt, sondern das klingt auch so, als ob die sich da wirklich nur daran gesetzt hätten, wie dieses eine Instrument klingen soll, weil das einfach so ein, ja, aber in einer guten Produktion muss man das machen, wirklich. Das macht auch die Weltproduktionen aus, weil das ist das A und O, das natürlich ein Song Wiedererkennungswert hat und das schaffst du vor allen Dingen eben auch durch fantastisches Sounddesign, so wie hier. Wenn ich diesen Sound jetzt höre, werde ich jedes Mal dran denken, Stray Kids Victory Song, Alter. Stray Kids. Ich habe den so ähnlich, habe ich so Sachen schon mal gehört. Ja, das ist jetzt nicht komplett das Rad neu erfunden, aber das hat irgendwas Eigenes, wo ich sage, ja, das fällt raus. Also das kurz mal geflext, Alter. Ja gut, da könnten wir uns alle vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden oder eben uns abschneiden und ihm geben. Oh ja. Ja. Dieser Subbass ist halt echt mega geil. Der ist schon. Das ist halt das Ding. Hört euch jetzt bitte. Ich habe so viele dumme Nachrichten bekommen bei Shindys Song Nautilus. Ich habe eine Reaction dazu gemacht und habe gesagt, das ist nicht gut gemischt, tontechnisch einfach. Fand ich persönlich, habe mich auch mit anderen. Das ist ja noch nicht mal explizit was gegen den Song, sondern einfach gegen. Nein, ich halte viel super viel von Shindy. Ich finde, Shindy hat super viele krasse Sachen rausgebracht. War halt auch eine neue Ära, war geil. Das Shindy-Album mit Bushido zusammen, Classic, Alter, war Killer. Habe ich selber gepumpt ohne Ende sogar. Sogar sein eigenes Album noch. Wo er das war das Classic-Album. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr viel gehört, habe mich auch mit Engineers unterhalten, die auch gesagt haben, fanden sie auch nicht gut. Das war nicht mal irgendwie so, ich finde Shindy grundsätzlich kacke, aber die Leute haben es nicht verstanden. Ist halt wieder eine andere Community, aber gut, da hört euch das, ich wollte jetzt nur mal, dass ihr das hier Vergleich hören kann, so ein A-B-Vergleich nennt man das. Hört euch mal einen Shindy-Song an, gut, ist ein bisschen anderes Genre, aber da wird auch ein Subbass benutzt. Ja, also eben so ein tiefer ja. Aber halt. Ja, und da ist der meiner Meinung nach erstens nicht richtig, einfach nicht der richtige ausgewählt, beziehungsweise nicht richtig sounddesignt, weil er nicht in der richtigen Harmonie ist, oder nicht richtig harmoniert in dem ganzen Konzept und die Obertöne nicht richtig gut durchklingen und dann wurde der auch noch einfach viel zu laut reingemischt. So, man kann den Song natürlich trotzdem pumpen und feiern und was wir teilweise in den 90ern oder 2000ern gehört haben, selbst gebastelte sonst was Songs, die aber halt internationale Riesennummern waren, klar,
Darum geht es ja nicht. Ich analysiere das ja hier objektiv. Ich sage ja auch gerne dann am Ende, ob ich eine Nummer pumpe oder nicht. Beim Shindy-Song war es jetzt aber halt, hat mich halt so genervt und ich fand es so schlecht aus Gründen so, dass ich dann echt dachte, so, nee, ich kann den selber auch nicht pumpen. Ich habe den auch seitdem nie wieder gehört, weil ich den echt nicht gut fand. Den werde ich auf jeden Fall nochmal hören hier. Auch geil dieser, das wollte ich eigentlich gerade sagen, warte mal jetzt, echt krass. Sorry, aber das ist die längste Analyse seit Wochen. Oh, Sarugen hatte uns darum gebeten, nicht mehr so lang zu machen. Hä? Sarugen hatte uns darum gebeten, nicht mehr so lang zu machen. Grüße gehen raus, Sarugen macht die Untertitel. Hier dieses auch ein geiler Übergangssound einfach. Hast du nicht gehört? Doch, jetzt. Jetzt hast du gehört. Da war da wieder. Ich komme nicht klar, es passiert so viel. Sorry, ganz kurz. Kith Versace Shirt. Ich wollte das. Das war jetzt sehr laut. Wieso greift denn hier der Limiter nicht? Das gibt's doch gar nicht. Entschuldigung. So. Aber nur bei uns war es, glaube ich, so laut, denn die hören es anders, als wir uns hören. Okay. Ja, Kith Versace wollte ich tatsächlich, die haben ja einen Drop gemacht, da wollte ich die Jacke von haben. War sehr geil. Übrigens, hier kannst du frameweise. Schöne Harmonie hier von den Jungs dann hier reingesetzt. Ne, zusätzlich hörst du dann ganz breit rechts und links. Hier auch. Ne, da war was anderes. Es klang wie eine Harmonie, aber... So eine tiefe Stimme noch? Dachte ich erst, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher. Nee, hier, ja. Ich glaube, die haben seine Stimme tiefer gepitcht, sodass es diesen typischen tief gepitchten Effekt hat, weil das klingt auch sehr weit hinten im Mix drin, also relativ leise. So was Tiefes ist da noch drin. Auch dazwischen ist wie so ein ganz leise, hören wir ganz genau hin. Da, gerade wo er Pause macht, kommt so wie so ein Hast du gehört? Ja, dann bilde ich mich ein. Nicht ein, okay. Irgendwie so. Auch so, irgendwie so, ne? Ja, die haben einiges gemacht. Ey, krass. Das ist echt next level shit. Aber trotzdem nicht überladen, weil es geil ist. Ja, heftig. Listen to this, Singja. Alter! Oh, Gänsehaut, Alter, das ist ja mega geil. Hier auch mit diesem Wupp aus dem so ein Sub-Bass-Riser. Listen to this, Singja. Der kommt richtig von unten, also aus dem Bassbereich, schön hoch. Wupp, hammergeil, Alter. Und dann ballert die Hook ohne Ende. Und dann liegt nämlich der Sub-Bass. Geil. Wie geil du auch die Uhr die ganze Zeit hältst. Also musst du nicht machen, ne? Doch, ich streichle auch jeden und gebe dazu ein Thank-you-Face in die Kamera. Siehst du mal, dafür solltet ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen. Leute, nicht vergessen. Immer noch 70% der Leute haben den Kanal nicht abonniert, aber gucken hier alles. Warte mal, hier geht's weiter. Warte mal, habe ich da oben noch Send Me Nudes drin stehen? Ihr dürft uns beiden natürlich. Ihr dürft uns beiden natürlich Nudes schicken. Butch auch. Butch auch. Der ist für alles. Typischer C-Part, ne? Wieder harmonisch. Dann geht's wieder los. Warte mal, ist diese Kappe auch von diesem Kith Versace Drop? Die hab ich nicht angeguckt.
vorher. La 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 la, Versace. Ja, ist sie. Aber auch Kid? Ja, Ja, ne? da steht doch. Ah ja, krass, hatten die echt so einen großen Drop? Das war schon, Und wann ist dieses Video? waren coole Klamotten. Das Video ist vom 8.4. Ach so. Oh, ganz aktuell. Schon mal ein Like da lassen, bevor ich es zu Ende höre, ist ja klar. 하나 둘씩 올라가 승자의 감성 Listen to this 승자. Ah, aber der tut immer in den Ohren weh. Nee, das Ich weiß, aber ich wollte es kurz machen. ja, der ist zu laut. 승자의 감성 Listen to this 승자. Aber extra. 100%. Ja. Geil. Oh, jawohl. Das war vorher aber nicht drin, ne? War das vorher mit so einem Welches? Break schon? Dit. Ditte. War nicht Ich drin. glaub nicht. Geil, mega geil. Beste Stelle, glaube Am ich. Ende noch. Ne? Ja. Achso, Was ja, ist eine Hi-Hat. Ja, ist eine Hi-Hat, die der 32. spielt. Brrr. Ja. Wahnsinn, Alter. Richtig krasser, heftiger, geiler Song. Kann man nicht anders behaupten Adidas-Socken. und beschreiben. Ja. Was ist das für eine Hose? Keine Ahnung. Was ist das für ein Overall? Keine Ahnung. Das ist alles sehr versteckt irgendwie. Haben sie nicht so markenmäßig gedroppt, aber Ja, komm, krasse Nummer, Alter. Richtig geil. Heftig. Ja, danke für die Vorschläge. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr das so oft geschrieben habt. Damit ihr mich hier ausrasten sehen könnt und dürft. Mit dem Vergnügen, das Ganze hier anzuhören. Unglaublich, was das jetzt gerade war, Alter. Ich werde mir dann gleich nochmal die große Anlage anhören müssen. Ja, war nice. Die haben für mich irgendwie so eine Rebel-Image. Auch im anderen fand ich das so. Waren die so ein bisschen Rebellen? Ja. In dem Myro-Video kamen die rüber. Hier jetzt auch am Ende der Shot nämlich. Aber also positiv. Ja. Nicht so, sind Rebellen, sondern so, Rebels, wir sind. Das Krasse ist, Weißt du, was ich meine? aber ich habe gerade überlegt, das Krasse ist, mir ist bisher sowieso noch nie irgendjemand aufgefallen, von den K-Pop-Gruppen, die wir abgecheckt haben, der irgendwie bei mir so eine, wie sagt man, ja, irgendwas Unsympathisches bei mir hinterlassen hätte. Hatte ich sowieso jetzt noch gar nicht bei den K-Pop-Gruppen. Ist das, wahrscheinlich ist das Absicht, oder die sind einfach alle viel netter als wir hier. Ich verstehe es auch nicht. Ich finde die auch alle sehr sympathisch. Also ich hatte keinen, wo ich das für mich. so angeschaut habe und dachte so, ja, der sieht ja schon mega unsympathisch Das aus. Ding ist auch, man kauft es denen richtig ab. Die sind das irgendwie. Ja, ist schon krass. Und das ist auch oft, denkt man so, ist so gestellt fürs Video bei anderen. Aber bei denen, es kommt irgendwie rüber. Man fühlt die so. Ich meine, obwohl wir wissen, dass die ja jahrelang ausgebildet werden und so weiter, irgendwie hat man nicht den Eindruck, dass die in irgendwas reingezwängt sind. Ja, also es ist schon, das ist schon hart. Also die leben schon dafür. Das merkt man. Also auch wenn es genauso reingepresst wird, die bringen das schon gut rüber. Perfekt, also. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass sie dann, also die bewerben sich ja schon dafür oder werden gescoutet, dass sie da ja, also irgendwo wollen sie es ja dann schon, also die haben ja schon diese Initial wollen ist dann ja da, also der Wille am Anfang. Ja, und ich denke, die können auch zwischenzeitlich bestimmt mal abspringen, wenn sie doch keinen Bock mehr haben. Ich weiß es nicht so genau, aber geil, ey, richtig krass. Ich bin echt angetan. Also es war echt eine heftige Nummer. Wir haben echt geil. gut, um Sarugen die Tipparbeit zu ersparen. Tschüss. Vielen Dank. Lasst ein Abo da auf jeden Fall, weil lohnt sich. Wir checken hier 4 Videos am Tag ab.